Well, thank you ever so much for that kind welcome. Vielen Dank, herzlichen Dank für dieses freundliche My story starts in a coffee shop in Manchester some 13 years ago. Meine Geschichte damit beginnt in einem Café in Manchester, etwa 13 Jahre ist das her. I was having a cup of coffee with the communications director of the Bishop of Manchester. Ich trank eine Tasse Kaffee mit dem Direktor der Kommunikationsabteilung des Bistums von Manchester. Who'd had this idea about a welcome Sunday. Und er erzählte von dieser Idee eines Willkommen-Sonntags. It hadn't been named at that point. It hadn't been named. Er hatte das bis zu dem Punkt noch nicht angeführt. But she changed the course of my life by saying, Michael, if I take the media side of this thing. Aber dann änderte sie die Richtung und sagte, lieber Michael, wenn ich den ganzen Media-Anteil an diesem Ding übernehme, would you look after the church leaders? Würdest du dich um die Leitungsverantwortlichen in den Gemeinden der Kirche kümmern? Little did I know, I got the rough end of the stick on that day. Was ich noch nicht wusste, ich habe den anstrengenden Teil des ganzen Unternehmens bekommen. So I was sent as an Anglican layperson. Und so wurde ich jetzt gesendet als ein anglikanischer Ehrenamtlicher to Anglican clergy chapter gatherings. Wurde ich in anglikanische Pfarrkonvente reingeschickt. Now, not even Anglican clergy want to go to clergy chapter gatherings. Also es ist so, dass auch anglikanische Pfarrer nicht so furchtbar gerne zu Pfarrkonventen gehen. And so I was sent in the midst to be told why we shouldn't be doing any of this. Und dann haben sie mich da mitten reingesetzt und ihnen soll ich erklären, warum wir jetzt was ganz anders machen sollen. And so that's why I became really interested. I became interested because they said it couldn't work. Und das ist der Grund, warum ich an der Sache interessiert wurde, denn die haben mir alle gesagt, das kann überhaupt nicht klappen. My background, I started a business with somebody else's money that ended up in the City of London. Also mein Hintergrund ist eigentlich, ich habe im Geldgeschäft in der City von London gearbeitet. And that business had been built on not how things work, but why things don't work. Und dieses ganze Geschäft mit dem Geld, das baut nicht darauf auf, wie Sachen laufen, sondern wie sie nicht funktionieren. And so I was really interested as soon as church leaders were telling me why something could not work. Deswegen war ich wirklich daran interessiert, in dem Moment, als mir die Leitungsverantwortlichen der Kirche sagten, das kann alles gar nicht funktionieren. And so that's how Back to Church Sunday started. We had to name it something, and we named it Back to Church Sunday because in England, around September, we had back to school. Wir mussten einen Namen dafür und wir haben das Back to Church, also zurück zur Kirche genannt, weil in England gibt es die Bewegung im September, Schule fängt wieder an, Back to School. Now this was a problem because people said, I am not doing it because of the word back. Und das war ein Problem, Leute haben gesagt, das kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht daran beteiligen, wegen des Wortes zurück. In fact, I've had every single word of Back to Church Sunday criticised. Und in der Regel war es so, dass jedes einzelne Wort dieses Wortes gründlich in die Mangel genommen wurde. So whatever you call it here, it will be criticised. Und ich sage euch voraus, wie immer ihr es hier nennen werdet, es wird kritisiert werden. So. Okay, we know that. Good. To start. Excellent. So today, whilst I will mention Back to Church Sunday, I want to take you on a journey over these 12, 13 years of things I wish I'd known at the beginning. Ich komme dann schon noch zu Back to Church, aber ich möchte euch erstmal mitnehmen auf eine Reise über die letzten 12, 13 Jahre und vor allem über Dinge, von denen ich mir gewünscht hätte, ich hätte sie früher gewusst. So, I want to talk to you today about creating a culture of invitation.
Ich möchte also jetzt darüber reden, was es bedeutet, wenn man eine Kultur der Einladung schafft. Now, you'll notice at the top of this slide, there is a little phrase called unlocking the growth. Wenn man auf die Folie hier guckt, oben ist ein kleiner Ausdruck, unlocking the growth, das Wachstum entriegeln. And the reason for that is that after 13 years, I don't believe in church growth. Und der Grund dafür ist, nach 13 Jahren glaube ich nicht mehr an Gemeindewachstum. This is really important. Und das ist sehr wichtig. As I understand it, in the Bible it says, Paul planted, Apollos watered, but it's the church that gives the growth. Ich habe die Bibel so verstanden, Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und die Gemeinde hat das Wachstum gegeben. Of course not. Natürlich nicht. It's God that gives the growth. And I cannot tell you how important that is as I've gone on the journey. It's God that gives the growth. Natürlich ist es so, Gott gibt das Gedeihen. Und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, wenn man sich auf diese Reise begibt. Gott schenkt das Wachstum, das Gedeihen. Now, if growth does not come, then we can go to the early part of that formula. Wenn Wachstum nun nicht entsteht, dann müssen wir zurückgehen zu den frühen Ausdrücken, die wir hier gerade benutzt haben. How many invitations are being planted? How many relationships are being nurtured? Wie viele Einladungen sind ausgesprochen worden oder gepflanzt worden? Und wie viele Beziehungen sind aufgebaut oder gepflegt worden? But what do we count in churches today? We generally count growth. We don't count how many invitations are planted, how many God conversations, and how many relationships are being nurtured. Are we counting the wrong thing? Meine Frage ist, was zählen wir? Was messen wir in der Kirche? Wir messen Wachstum. Wir messen nicht, wie viele Einladungen sind ausgesprochen worden, wie viele Beziehungen sind aufgebaut worden, sondern wir fragen nach dem Erfolg, nach dem Wachstum. So, one question, two possible answers to that question, and you can only give me one of the two answers. Eine Frage mit zwei möglichen Antworten und Sie können nur eine der beiden Antworten nehmen. So, is the congregation that you are representing today welcoming or inviting? Meine Frage, ist die Gemeinde, die Sie heute hier repräsentieren, eine Gemeinde, die willkommen heißt oder die einlädt? As I ask that question around the world, into different countries that I've been to, you can imagine the answer I receive. Well, Ich habe diese Frage an allen möglichen Orten über die ganze Welt hingestellt und Sie können sich vorstellen, welche Antwort ich immer bekam. Es war immer die Antwort, wir sind eine willkommen heißende Gemeinde. now I have to say, in some churches they say neither welcoming or inviting, but Da musste ich in diesen Gemeinden manchmal sagen, bitte sagen Sie genau, sind Sie willkommen heißend oder einladend? But the problem is, how welcoming can we be if we're not inviting? Aber das Problem ist, wie willkommen heißend sind wir wirklich, wenn wir nicht einladen? We're welcoming perhaps as long as people get themselves across the threshold of the church building. Weil willkommen heißen heißt, wir überlassen es den Leuten, ob sie den Schritt über die Schwelle der Gemeinde schaffen selber. But we don't take our welcome out in the guise of invitation across the threshold of the church building. Aber wir schaffen es nicht, unsere Willkommenskultur über die Schwelle zu kriegen und eine Einladung unsererseits auszusprechen.
I think nowadays it takes a brave person to walk into a church building on their own. Ich glaube, heutzutage, da muss man schon ganz schön mutig sein, um sich in ein Kirchengebäude hineinzuwagen, aus eigenem Antrieb. And I'm just talking about church leaders there. Ich spreche jetzt natürlich nur über Leitungsverantwortung. So please forgive me if I just really concentrate on one thing today. Bitte haben Sie Mitleid oder Mitgefühl mit mir. Ich konzentriere mich heute auf eine Sache. Invitation. Auf Einladung. It is really important what we invite people to, no doubt. Es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir Leute einladen. Da gibt es keinen Zweifel dran. But invitation is crucial. We found early on that before you can welcome people, you have to invite them. Und Einladen ist wirklich der zentrale Punkt. Bevor man Leute willkommen heißen kann, muss man sie einladen. So how do you create not just a welcoming congregation, but a welcoming and inviting congregation? Wie kriegt man das hin, dass man nicht nur eine willkommen heißen Gemeinde schafft, sondern eine Gemeinde, die willkommen heißt und einladend wirkt? You know, getting the two concepts working together. It's like two blades of scissors, you know, one on its own not so good. Get the two working together. Very important. Wir müssen das hinkriegen, dass diese beiden Konzepte zusammenarbeiten, wie die beiden Flächen einer Schere. Nicht jede für sich, sondern zusammen. I can't ever get a senior leader to model invitation for me. Wenn ich jemals dahin komme, dass ich einen Leitungsverantwortlichen, einen Bischof, Superintendenten, einen Pfarrer dahin kriege, dass er Einladung für uns mit unternimmt, It does seem to have a spiritual impact. dann scheint es immer einen geistlichen Einfluss zu haben, eine Wirkung. It's almost as if they can do it, I can do it. Viele sagen, ja, wenn die das hinkriegen, dann könnte ich es auch. Modeling of invitation is so important. It has to start somewhere. Einladung vormachen ist so entscheidend. Man muss irgendwo anfangen damit. The Anglican Diocese of Toronto added 300 people to their churches in one day. Not because of what they were doing, but because of the message. Und die anglikanische Diözese von Toronto kriegt da in dieser Aktion 300 Leute an einem Tag in ihre Gemeinden hinein. Nicht wegen dieser Aktion, sondern wegen der Botschaft. So modeling from senior denominational leaders and fathers and pastors is so important. We have to invite. Und das Vormachen, das Vorangehen, das Abbilden von Einladungen durch Bischöfe, durch Leitungen, durch Superintendenten, durch Pfarrer ist so entscheidend. Wir müssen vorangehen und es vormachen. So these are the stats of my journey. 17 countries, 5 continents. At its height, back to Church Sunday, 25,000 participating churches. Das sind jetzt die Stationen meiner Reise. 17 Länder, 5 Kontinente, 25.000 teilnehmende Gemeinden. Multiple denominations and streams. Ganz verschiedene Konfessionen und Strömungen. And in 2012, 30,000 people added to the church in one day. 1 million accepted invitations and 12 years study on invitation. 2012 30.000 Leute, die zusätzlich in die Kirche kamen, 1 Million angenommene Einladungen und 12 Jahre Forschung über Einladung. But it's not very good if you do the mathematics with me. Aber wenn Sie das mal durchrechnen, dann merken Sie, das ist jetzt gar nicht so berauschend. 30,000 divided by 25,000 participating congregations. 30.000 Leute, 25.000 teilnehmende Gemeinden. That's 1 and a bit per congregation. Das ist 1, ein bisschen pro Gemeinde. I am looking for the bits, if you've got any. Ich gucke mal nach den Kommazahlen. Church leaders tell me that is not very good.
Pfarrer und Gemeindeverantwortliche sagen mir, das ist doch gar nicht so. I will ring a church leader 7 weeks after an invitational event and say, how did it go? Also, ich habe dann einen Gemeindeleiter angerufen, 7 Wochen nach dieser Einladungsaktion und sagte, na, wie lief es denn? And invariably, on the other end of the line, I hear this word, furchtbar. Ausnahmslos höre ich am anderen Ende der Telefonleitung dieses Wort furchtbar. So it's terrible, you know, how do you mean? And they say, well, we only had 10 invited guests. Ich fragte furchtbar, was ist denn dann? Ja, sagt er, wir haben nur 10 Leute, die gekommen sind. Now that doesn't sound Zusätzlich Gäste. terrible to me. Das klingt jetzt für mich nicht so furchtbar. But I am speaking to a church leader, so I have to be careful with what I say next. Aber ich sprach ja mit einem Leitungsverantwortlichen der Gemeinde, ich muss jetzt sehr aufpassen, was ich als nächstes sagte. So I say, Your Majesty, that doesn't sound terrible. Da habe ich gesagt, Eure Majestät, das klingt ja gar nicht so furchtbar. And they say, yes, but we only have 1 staying, so we're not doing it next year. Wir sagten, ja, du hast recht, aber nur einer von denen ist überhaupt geblieben und deswegen werden wir das nächstes Jahr nicht mehr tun. Jesus told a story about that. If you had 100 sheep and one of them went astray, wouldn't you go after the one? Jesus hat uns eine Geschichte erzählt. Wenn du 100 Schafe hättest und eines von denen ginge verloren, würdest du nicht dich aufmachen, das eine suchen. Not in our generation. We have enough trouble with the ones we've already got. Nicht bei uns heute. Wir haben schon genug Probleme mit dem einen, das wir noch haben. So, welcome to my world, where one does not count. Wenn du sagst, willkommen zu einer Welt, wo der Einzelne nicht zählt. Now, if you don't remember anything I say to you today, please remember what I'm about to say now. Wenn Sie jetzt sich an gar nichts erinnern werden, was ich heute sage, dann bitte ich Sie herzlich, dass Sie diese eine Sache in Erinnerung behalten. I believe that success in this whole area of invitation isn't a percentage. Ich glaube, dass Erfolg in diesem ganzen Bereich von Einladung nicht sich auf Prozentsätze bezieht. It isn't a number. Nicht um Zahlen. It isn't a line on a graph. Es ist auch nicht eine Linie auf einer Grafik. Success is one person inviting one person. Erfolg ist, wenn eine Person eine andere einlädt. Now please note what I didn't say. Bitte achten Sie genau auf das, was ich nicht gesagt habe. I didn't say success isn't one person inviting one person and that person saying yes. Ich habe nicht gesagt, Erfolg heißt, eine Person lädt eine andere ein und diese andere Person sagt ja. This is one of the most important findings as I've gone for these past 12, 13 years. Das ist eine meiner wichtigsten Entdeckungen aus diesen letzten 12 Jahren. Success is just the invitation. Erfolg ist, dass die Einladung stattfindet. We must leave the yes and the no of the invitation to God. They don't belong to us. Wir müssen das Ja und das Nein zu der Einladung Gott überlassen. Ihm gehören sie und sie gehören nicht uns. Now, many of us cannot leave the yes and the no to God. Viele von uns fällt das schwer, dieses Ja und das Nein zu der Einladung Gott zu überlassen. Again, Paul planted a few invitations and a few God conversations. Apollos came along and nurtured those relationships. But in the end, it was God that gave the result. Noch einmal, ich, Paulus, habe einige Einladungen ausgesprochen, Gespräche über Gott geführt. Und dann kam Apollos und er hat das Ganze weiter befriedigt. Und am Ende war es Gott, der daraus Gedeihen geschenkt hat. The problem is that many of us and our congregational members have never got over the last time someone said no.
Das Problem ist, viele von uns und von unseren Gemeindegliedern haben es gar nicht mehr verkraftet in der letzten Zeit, dass jemand Nein sagt. This has ended our invitational career before it's begun. Und das bedeutet das Ende unserer Einladungskarriere, bevor sie überhaupt angefangen hätte. Again, I found that once a leader, a father, a pastor can emphasize that success is just the invitation. Ich habe das herausgefunden. In dem Moment, wo Leiter, Pfarrerinnen, Pastoren betonen, dass der Erfolg allein und ausschließlich die Einladung ist, some of the members of the congregation start thinking, if I don't have to get a yes, I have no idea why I'm not been inviting my sister, my brother, my cousin, my neighbour, if I don't have to get a yes. Dann kann es passieren, dass die Mitglieder unserer Gemeinden anfangen zu denken und sagen, wenn ich nicht ein Ja bekommen muss, dann wüsste ich nicht, warum ich nicht meine Verwandten und meine Nachbarn einladen sollte, wenn es nicht darum geht, ein Ja zu bekommen. What I think has happened is that we have exchanged in our generation. Was ich glaube, was passiert ist, wir haben in unserer Generation etwas ausgetauscht. A beautiful Christian concept called faithfulness, and we've replaced it with success. Wir haben ausgetauscht oder zurückgestellt ein wunderschönes christliches Konzept, das heißt Treue, und wir haben es ersetzt durch Erfolg. And it's killing the church, and by the way, it's killing society. Und es mordet die Kirche, es bringt sie an Abgrund und es tut auch der Gesellschaft. It does not say in the Bible, well done, good and successful servant. Das heißt ja nun doch nicht in der Bibel, recht so, du treuer, erfolgreicher Knecht. We need to get faithfulness back into the life of the church. Wir brauchen Treue zurück in das Alltagsleben der Kirche. We will know when we've got invitation into the life of the church. Wir werden wissen, wenn wir das geschafft haben, dass Einladen zum normalen Leben der Kirche gehört, der Gemeinde, When someone can get up and say, das ist, wenn jemand aufsteht und sagt, I invited my friend Helmut on Tuesday. Helmut said no, and we all go, well. ich habe meinen Freund Helmut eingeladen am Dienstag und Helmut hat Nein gesagt und alle sagen, super, gut, dass du es gemacht hast. This sounds so wrong, Das klingt doch falsch, but it's right. aber es ist richtig. In England, there's the word redact, I don't know how you translate this, but we'd have to take out all of the bad stuff in the Acts of the Apostles, kind of, if we were going to, kind of only tell good stuff. I mean, there's so much bad in there. Wir haben in England ein Wort, und ich weiß aber, das richtig übersetzen kann, ich versuche es, wir nennen das reduzieren und wir tun aus der Apostelgeschichte alle die schlechten Erfahrungen aus und es bleibt nur noch die Happy-Geschichten, die Erfolge übrig, wo alles gelingt. Yes and no belong to God. Nochmal, ja oder nein, das ist Gottes Problem. So what happens in a congregation is this. So, was jetzt passiert in der Gemeinde ist Folgendes. There's a common defense for congregational members in avoiding a sense of failure. Was passiert jetzt in der Gemeinde? Die übliche Verteidigung einer Gemeinde ist, dass man ein Gefühl für Versagen versucht zu vermeiden. So they stop trying. Und so hören sie auf, es überhaupt erst zu versuchen. If you lower your expectations until they're already met, you'll never be disappointed. Du musst einfach nur die Erwartungen so weit runterschrauben, bis sie irgendwie passen und dann wirst du nie enttäuscht werden. So if at first you don't succeed, hide all the evidence you tried. Wenn du keinen Erfolg haben willst, dann versteck all die Beweise, dass du es überhaupt versucht hast. So I want to try and convince you today Ich möchte jetzt versuchen und Sie davon überzeugen heute, that we need to be as interested in the inviter as the invited person. dass wir genauso interessiert sein müssen an dem, der einlädt, wie an dem oder der, die eingeladen ist.
God is doing as much through the inviter as the invited person. Gott tut genauso viel durch die einladende Person wie durch die eingeladene Person. And I think at the moment we're fishing on the wrong side of the boat. Und ich glaube, im Augenblick fischen wir immer auf der falschen Seite vom Boot. When we only concentrate on the invited person, then we're missing a vital component in the whole thing. Wenn wir uns immer nur auf die Einzuladenden konzentrieren, dann vermissen wir eine entscheidende Komponente in der ganzen Geschichte. So becoming an invitational church, not just for the yes. Also um eine einladende Gemeinde zu werden, braucht es nicht einfach nur ein Ja, but for what it makes of you to become one. sondern es geht darum, was macht es aus dir, damit du solch eine Gemeinde wirst. But my main finding from around the world in churches that have done an invitational event Ein Hauptergebnis aus den ganzen Forschungen rund um die Welt in Gemeinden, die sowas wie eine Einladungsaktion gemacht haben, is that all the inviting is being done by 20% of the congregation. ist, dass das ganze Einladen im Grunde gemacht wird von 20% der Gemeinde. In fact, my latest findings are telling me it's between 80 to 95% of congregational members have no intention of inviting anyone. Und die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass 80 bis 95% der Gemeindemitglieder in unserem Kontext gar keine Absicht haben, jemanden einzuladen. Now, that sounds so bad. Das klingt jetzt ganz furchtbar. With no intention of inviting, but there's hope, because we would like to. Das klingt jetzt schlecht, aber selbst wenn wir keine Absicht haben, jemanden einzuladen, gibt es Hoffnung, wir würden das schon gerne. So I've spent the past 5 to 6 years trying to understand the gap Ich habe also jetzt die letzten 5, 6 Jahre mich darauf konzentriert, diese Lücke zwischen diesen beiden Dingen zu verstehen. between why we've got no intention of inviting, but what that we would like to. Warum wir keine Absicht haben einzuladen, aber das eigentlich doch gerne machen wollen. It's really interesting. In England, and maybe the same in Germany, around about the, I would guess, about the 13th of December, it becomes invitational season. Vielleicht ist das in England ähnlich wie in Deutschland. Ich habe gemerkt, so um den 13. Dezember herum fängt so eine Art Einladungssaison an. It's like the 12 days of invitation on the run up to Christmas, and it finishes precisely at midnight on the 24th. Das sind so diese 12 Tage der Einladung der Weihnachtszeit und es endet exakt am Abend von Heiligabend. Yeah. So we would like to, but we've got no intention of doing it. Wir würden es gerne, aber wir haben keine Absicht einzuladen. Now I'd like you to join me now in the research. Ich möchte, dass Sie jetzt mit mir einige Forschungsergebnisse wahrnehmen. By just talking to your neighbour and asking one another the following question. Dass Sie jetzt mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin folgende Frage miteinander diskutieren. What stops people in your congregation inviting their friends? Was hindert Menschen in ihrer Gemeinde, dass sie ihre Freunde einladen? And so just for 5-6 minutes or so, just have a bit of a chat around that question, and we'll also put some answers up on the flip chart. Bitte haben Sie jetzt 5 bis 6 Minuten Zeit, versuchen Sie die Frage gemeinsam mit dem Nachbarn zu beantworten und dann werden wir Fantastic. So what I'd like to do is to get you to tell us why you reckon congregational members go to the conference. Also ich möchte jetzt bitten, dass wir das mal aufzählen und zusammenkriegen, warum Gemeindeglieder nicht einladen. Okay.
Okay, so who starts out with the first reason? Wer möchte anfangen? Also, wenn ich nicht weiß, was im Gottesdienst passiert, dann kann ich mich dazu einlassen. Wenn ich weiß, da ist ein Pastor, der predigt, okay, das reicht auch. Ja. Yes. Ich bin von der Sache, zu der ich einladen soll, nicht überzeugt. Ja. Geht die Schrift ein bisschen größer da? Oh, ein kräftiger Stift. Oder Julian, ich könnte auch den Stift gerne haben. Ich erhöhe mal gleich. Moment. Ich weiß. Okay, we'll go here. Before I go to the people, I know all the way how they will answer. Okay. Alle haben die anderen alle verstanden? Ja. Also bevor ich den Leuten gehe, ahne ich schon, was sie sagen werden. Yes? Yes. Man schämt sich, dass man zum Gottesdienst geht, zur Kirche geht, dass man es überhaupt nötig hat. Und man hat Angst, dass man verantwortlich gemacht wird gleich für Kirche. Shame. Shame. Okay, fantastic. Yes? Ich finde meine vielfältigen Verpflichtungen eine weitere Verpflichtung einzugehen. Oh, busy. Busy. Okay. Fantastic. Yes? Ich habe keine Freunde außerhalb von der Gemeinde. Ja. Sind alle da? Die sind alle da. Ich könnte zu missionarisch wirken, als ob ich die Leute bedrängen will. Zu etwas bringen, was sie gar nicht wollen. Yeah, we like force. Ja. Yeah, like Bible bashing. Ja, mein Ziel. Okay. Ich müsste zu viel erklären im Gottesdienst, Sündbekenntnis und das Ganze, und ich will doch eigentlich nur meinen Gottesdienst genießen. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Überschreiben und durchschreiben. Das ist zwei Sachen für man. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das für den interessant sein könnte. Also, ich habe schon die Schere im Kopf. Also, ich glaube nicht, dass der Interesse hat. Yes, sorry. Ich bin ja nur Gottesdienstbesucher. Und wo ich zu Besuch bin, bin ich nicht zu Hause. Ja. Fantastic. Ja. Also das passt ungefähr in das rein. Ich würde es noch etwas spitzer formulieren. Ich nehme meine Deutungshoheit oder lege meine Deutungshoheit über den anderen drüber. Das heißt, ich sage, das ist schlecht, also muss der andere es auch schlecht finden. Vielleicht findet das aber ganz toll. Oh, yeah, one more, yeah. Ich gehe allein in den Gottesdienst, weil es für mich persönlich etwas ist. Ich muss niemanden neben mir noch sitzen haben. Lovely. Time one more? Yeah. Ich denke, es ist sowieso öffentlich und jeder weiß das. Yeah. With that. So. No, it's like a railway station. Yes. You don't need to invite people there. If they want it, Yeah. they go, it's Yeah. public, Yeah. everybody goes. Yeah. So they all know. So if they don't go, they must have a reason, right? Yeah. Fabulous. Thank you. Go on, one more. Es ist zu weit weg, ich komme aus Berlin, da hat man große Strecken und ich denke, oh, der ist Too far. viel zu weit weg. Too far. Lovely. Yeah. Thank you for doing that, and for putting Hans Herbert to the test with his spelling. Groß genug? It does not. It doesn't last. Er nennt mich Krankenschutz. Yeah.
These are the reasons that we don't invite. So, das sind die Gründe, warum wir nicht einladen. It is sehr interessant for me, very interesting for me. It's very interesting for me that the same reasons that you have given are the same reasons everywhere. Das ist interessant für mich. Die gleichen Gründe, die Sie hier genannt haben, sind immer dieselben. Yeah, it's like, thank goodness. Das beruhigt ihn etwas, weil auf die waren wir vorbereitet. Yeah. So these reasons here are very interesting. Every single one of these reasons have big dollops of truth about them. Das ist eine sehr interessante Begründung. Jede einzelne Begründung hat eine Menge von Wahrheit und Richtigkeit. It's not the whole truth. Aber es ist nie die ganze Wahrheit. We do not swallow lies. We swallow big dollops of truth, but it's not the whole truth. Wir erzählen keine Lügen, aber wir erzählen Übertreibungen der Wahrheit. But these are the reasons we don't invite. Und das sind nur die Gründe, warum wir nicht einladen. At least we have now found out why 80 to 95% of us have no intention of inviting anyone. Und wenn wir das genau nehmen, dann haben wir immer noch keine Begründung, warum 80 bis 95% der Leute gar keine Absicht haben, einzuladen. We know what we're up against. Wir gucken nochmal nach, wogegen wir wirklich sind. Let me just take one or two as I understood them. Ich nehme jetzt mal ein oder zwei, so wie ich sie verstanden habe. One of the reasons that I think I heard as to why we don't invite is because of what they might find when they get there. Ein oder zwei der Gründe sagen, was passiert denn, wenn die rauskriegen, was da wirklich läuft? I call that the fear of yes. Ich nenne das die Angst vor dem Ja. Sometimes it's a blessed relief when you invite somebody and they say no. Manchmal ist es wirklich eine gesegnete Reaktion, wenn du jemanden einlädst und der sagt, nein, danke. Thank goodness, you know, and you feel holy for a few seconds because at least you've invited. Dann kann man sich im Moment heilig fühlen, weil man hat ja jetzt eingeladen. It's when they say yes and you go, what? Wenn sie Ja sagen, du sagst, jetzt? Wie geht's weiter? Yeah, and then despite 5 phone calls, they're still insisting on coming. Trotz einiger Telefonate bestehen die immer noch drauf zu kommen. And then you put them to the test and say, okay, I'll meet you at the door of the church because you know that will never happen. Und dann verabreden sie sich und sagen, gut, dann treffen wir uns an der Kirchentür, weil du denkst, das wird sowieso nie passieren. And they're there. Und dann sind sie da. And so you walk into the church building with them. Und dann gehst du in den Gottesdienstraum mit ihnen. And you graciously say to them, where would you like to sit? Und freundlicherweise sagst du, ja, wo möchtest du dich denn hinsetzen? And they say, oh, somewhere near the front. And you've never been anywhere near the front in your life. Dann sagen sie, ach ja, ich würde gerne vorne sitzen. Und dann denkst du, oh, ich habe noch nie Gottesdienst vorne gesessen. You just get a nosebleed going that far forward. Das steht jetzt nicht im Skript. Yes, no script. So the fear of yes, you know, sometimes it's a blessed relief hearing the word no. Also, diese Angst vor dem Ja, es ist manchmal eine richtige Entlastung, wenn man das Nein hört. The other thing which I think I heard was, they're just not interested. You know, they wouldn't be interested. Eines, was ich auch noch im Ohr habe, ist, wir sind da noch gar nicht dran interessiert. We are so Christian about invitation. Wir sind so christlich in unserem Denken über Einladung, that we do the thinking for our friends. Dass wir auch das Denken für unsere Freunde übernehmen. Will my friend want to come to this? Wird mein Freund zu sowas überhaupt kommen mögen? No. So we save them the bother. Und dann ersparen wir ihnen gleich das Nachdenken. Of asking a question indem wir Fragen dann stellen, that we don't want the answer to.
Und von der Frage wollen wir gar nicht die Antwort hören. So, who is this list all about? Wen geht diese Liste etwas an? Who is this all about? It's about us. It's about the inviter. Es geht um den Einladenden. It's not about the invited person. Es geht nicht um die Eingeladenen, It's about the inviter. sondern die einladen. I'm trying to convince you Ich möchte Sie jetzt sehr gerne überzeugen, that this is about the inviter. dass dies doch über den ist, der einlädt. We're never going to get to our wonderful acts of worship that we're going to create until we start to deal with this. Wir kommen gar nicht dahin, dass wir ganz wunderbare Gottesdienste schaffen und geschehen lassen, wenn wir nicht uns damit beschäftigen. And every single one of these reasons Jeder einzelne dieser Begründungen has truth, hat Wahrheit, but it's not the whole truth. aber ist nicht die ganze Wahrheit. And that, I would call this, in an Anglican situation, Ich würde das in einer anglikanischen Umgebung so bezeichnen. the creed of the church. Das ist das eigentliche Glaubensbekenntnis der Kirche. So on a Sunday we will say the Apostles' Creed, Am Sonntag sagt man das apostolische Glaubensbekenntnis and then on Monday we'll say this. und am Montag sagen wir das hier. So it's, it's the difference between our heart and our head. Und das ist der Unterschied zwischen unserem Herzen und unserem Verstand. Our head believes, but when it comes to the crunch, our heart lets us down. Unser Kopf meint, er entscheidet und denkt, aber wenn es zur Entscheidung kommt, ist immer das Herz, was die Entscheidung trifft. Now there's one of these which is causing, I believe, most of the problems in Western Christianity today. Das ist einer der Gründe, die nach meinen Einschätzungen das größte Problem in der westlichen Christenheit heutzutage verursachen. And if I ask a group of church leaders what the problem is, Und wenn ich eine Gruppe von Kirchenverantwortlichen, von Leitungspersonen zusammen habe und frage sie, was ist das Problem der Kirche heute, they very rarely get it. dann kriegen sie es ganz selten hin. If I ask congregational members what the problem is, Wenn ich Gemeindeglieder frage, was ist das Problem, it's like, please let me tell you what the problem is. dann haben sie sofort die Hand und sagen, ich möchte gerne sagen, wo das Problem liegt. If I ask farmers what the problem is, Wenn ich Pfarrerinnen frage, wo das Problem liegt, normalerweise, normally they say something to do with the Gottesdienst. dann sagen sie in der Regel irgendwas, was mit dem Gottesdienst zu tun hat. Now, whilst that is part of what a congregational member it will say, it's not the main thing. Und ein Teil unserer Gemeindeglieder würde sagen, nee, das ist nicht das Hauptproblem. And so, this is what congregational members will say. Das ist, was Gemeindeglieder sagen würden. They fear rejection. Sie fürchten Ablehnung, Zurückweisung. And you can see in some of the answers, it sits underneath these answers. Und man kann bei einigen dieser Antworten sehen, das liegt unter der Oberfläche dieser Antworten. So for example, they might think I'm crazy. Zum Beispiel sagen sie, die halten mich für verrückt. Yeah, they may come and they will then definitely think I'm crazy. Und wenn sie dann kommen, dann werden sie erst recht denken, dass ich bekloppt bin. Underneath is this fear of how I look in front of someone else. Und darunter liegt eigentlich die Angst, wie sehe ich dann aus in der Sicht anderer. Now, I know this is not a problem in church, Ich weiß, das ist in Deutschland gar kein Problem. that you have no thinking as to what others might think now. Und wir haben das Problem ja hier nicht, dass wir denken, was andere über uns denken. However, for the rest of the world, Aber für den Rest der Welt, fear of rejection is appearing to be the problem. in dem Rest der Welt ist die Angst vor der Zurückweisung schon das Problem. So I'm not saying don't
look at your Gottesdienst. Don't look at making it, better in terms of our worship to God. I'm not saying that. Die denken immer noch, eigentlich müssten wir unseren Gottesdienst verbessern und schöneren Lobpreis machen, aber sie sagen es nicht. But these things go hand in hand. This is really very important. Hängt natürlich zusammen, aber dies hier ist ganz wichtig und entscheidend. So, let's look at this in two ways. First of all, let's look at the fear part. Let's look at the fear part. So, in church circles in the UK, we don't call it fear. We've got other little words for it. So, for example, in the UK, we've got other little words for it. Also wir teilen das jetzt mal in zwei Wörter auf und fangen mit dem Wort Furcht an, Fear. Und in Großbritannien, da haben wir viele kleine Wörter dafür, die das ähnlich ausdrücken. So we might say, I'm a bit worried. Sagen wir vielleicht, ich bin ein bisschen besorgt. As long as you use the word bit, it's okay. Wenn man immer sagt, ein bisschen, das ist immer gut. I'm a little anxious. Ich bin ein bisschen bange. As long as you use the word little, it's okay. It doesn't really count. Wenn man ein bisschen sagt, dann kann man da noch mitleben. Concerned, we're concerned. Ich bin unruhig, ich bin betroffen. Yeah, careful, everybody. Ich bin vorsichtig gegenüber jedermann. As you get up the hierarchical ladder to bishop level, wenn man jetzt die Hierarchieleiter hochgeht und so auf die Ebene der Bischöfe und Präsidenten kommt, the word changes to, dann ändert sich dieses Wort und heißt dann so, this is a sensitive situation. Das ist eine sehr sensible Situation. Which means scared to death. Was auf Deutsch heißt, ich habe richtig Schiss in der Buchse. So we have so many different words for fear. Wir haben so viele verschiedene Ausdrücke für Furcht. This might happen. That may occur. Das könnte doch passieren. Oder dieses Auftreten. Fear is endemic in the world and it's walked its way into church. Furcht ist in unserer Welt richtig heimisch geworden und es hat sich inzwischen auch in der Kirche ausgebreitet. So even if we haven't seen the word fear mentioned here, selbst wenn wir das Wort Furcht hier nirgendwo aufgeschrieben hätten, I think you can probably imagine it's nestling within the answers. Dann können wir uns auch vorstellen, dass das sich irgendwo reinschmuggelt in die Antwort und damit darunter liegt. So, how would you help a congregation wie würden Sie einer Gemeinde helfen, that is showing some signs of fear? Die bestimmte Anzeichen von Furcht zeigt? Well, maybe we need to remind ourselves. Dann müssten wir uns doch erstmal daran erinnern. Doesn't God say quite a lot? Hat Gott nicht ganz häufig gesagt? Don't be afraid. I know you're afraid of saying it. Fürchte dich nicht. Quite a lot, really. Wirklich ganz oft. It's as if God was anticipating that this was going to be a major area for us to look at. Es ist irgendwie, als ob Gott das vorausgesehen hätte, dass das hier so ein großes Gebiet ist für uns heute. And it seems as if God is repeating it over and over and over again. Und es scheint, warum wiederholt das Gott sonst immer und immer und immer wieder? So I would say, have we put our faith in the wrong place by turning faith into certainty? Und so möchte ich fragen, kann es sein, dass wir unseren Glauben an der falschen Stelle auf den Plan rufen und indem wir Glauben oder Vertrauen verändert haben in Sicherheit? We sing about it, but we don't put faith where it really counts. By putting it right where it counts is facing fear. Wir singen ganz viel darüber, aber wir haben unseren Glauben nicht da eingesetzt, wo es wirklich darauf ankommt, indem wir ihn genau da hinsetzen, wo er gebraucht wird, indem man sich der Furcht stellt. This is exactly the place
You know, when we're starting to say these reasons why we're not going to invite, this is where we place our faith. Das ist genau der Platz, wo der Glaube gehört. Wenn wir diese Gründe, warum wir nicht einladen, wenn wir damit umgehen wollen, da brauchen wir Glauben. So if we look at the saints in both the Old Testament and the New Testament, it always seems to be a battle between faith, fear and faith. Wenn wir uns die Heiligen im Alten und Neuen Testament angucken, dann scheint das immer eine Schlacht zu sein zwischen Furcht und Glauben, Furcht und Vertrauen. Abraham is a wonderful example of faith. I don't think so. Ist nicht Abraham ein wunderbares Beispiel für Glauben? Glaube ich nicht. How many times was he told to stop disguising his wife as his sister? Wenn man mal überlegt, wie oft Gott ihm gesagt hat, hör auf, deine Frau ist deine Schwester zu tarnen. Not just once, Nicht nur einmal, but twice. zweimal. And did he learn his lesson? Because certainly his son did exactly the same thing. Da bin ich überzeugt, dass er diese Lektion gelernt hat, weil sein Sohn in der nächsten Generation dasselbe Spiel wiederholt hat. All the heroes of faith had to battle fear. Alle diese Glaubenshelden mussten mit Furcht kämpfen. And that's why they became heroes of faith. Das ist der Grund, warum sie Heldinnen und Helden des Glaubens wurden. And I think that's what gives us hope. Das ist das, was uns Hoffnung gibt. We need to put our faith where it really counts, where we're scared. Wir müssen Glauben da einsetzen, wo es wirklich darauf ankommt, wo wir erschrocken sind. I call these reasons here the burning bush syndrome. Ich nenne diese Gründe hier das Syndrom des brennenden Dornbusches. I call this the burning bush syndrome. If you remember, you know, when God, when Moses approaches the burning bush, Wenn Sie sich erinnern, als sich Mose dem brennenden Dornbusch nähert, Moses says, "You want me to do what? sagte Mose, was willst du von mir? Are you joking? Machst du Späße? You know, isn't there a arrest warrant out for me in Egypt?" Gibt es da nicht noch was anderes in Ägypten? Well, you know, what would I say? You know, kind of, I'm slow of speech and tongue. Ich soll was sagen? Ich bin von schwerer Sprache und Zunge. In the end, Moses came up with a very good reason why not to. Und am Ende, da kam Mose wirklich raus mit einem wunderbaren Grund, warum er nicht gemeint sein konnte. What about my brother? Warum nicht mein Bruder Aaron? He's church leader-like. Ist genauso Leitungsverantwortlicher in der Gemeinde. So Moses' motto was, "Here am I, send him." So war das Motto von Mose, ich bin hier, aber sende ihn. And not a lot has changed in those years that have passed by. We would rather somebody else do it. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht verändert in den Jahren, die seitdem vergangen sind. Wir hätten es lieber, wenn jemand anders das macht. So I love the Great Commission, all authority. Ich liebe den Missionsauftrag mit alle Gewalt. Go into all the world, yeah. Geh hin in die ganze Welt. But I love the verse before the Great Commission. Aber ich liebe den Vers vor dem Missionsauftrag. It must be an important verse because it sets the Great Commission into context. Es muss doch ein wichtiger Vers sein, weil er den Kontext abgibt für den Missionsbefehl. The 11 disciples went to worship Jesus. Die 11 Jünger kamen, beteten Jesus an. Some of them had doubts. Einige von ihnen aber zweifelten. Now that is the stupidest verse before the Great Commission. Also ein völlig verrückter Vers vor dem Missionsauftrag. Absolute nonsense. Do not send doubting disciples on the Great Commission. So ein Schwachsinn. Send doch keine zweifelnden Jünger in den Missionsauftrag. These are the modern doubts. Das sind die modernen Zweifel der Kirche. These are the doubts. Das sind Zweifel. Who is missing in all of this? Who's missing? Wer fehlt da in dieser ganzen Geschichte? God. Ja, Gott. Completely gone. Completely gone. Gott ist völlig raus aus der Rechnung. You see, even if we get a no, we're even thinking Selbst wenn wir ein Nein bekommen würden, that God could not do something with a no. dann nehmen wir immer noch an, Gott kann mit einem Nein überhaupt nichts machen.
God has completely gone. Gott ist raus aus der Geschichte. This is about the inviter. This is about the inviter, about putting faith where there is fear. Hier geht es darum, dass der Einlader Glaube einsetzt, wo Furcht herrscht. God is going to use our doubts to deepen our faith. Gott benutzt unsere Zweifel, um unseren Glauben wachsen zu lassen. So today you may have come to think about how do we get more people in church. That's why you may have come today. Es wird so sein, Sie sind heute gekommen, weil Sie mit überlegen wollen, wie kriegen wir mehr Leute in Gottesdienst. But I would say, actually God is going to work in us in this process. I think we've made a terrible mistake separating evangelism and discipleship. Und ich glaube, Gott ist jetzt dabei, mit uns zu arbeiten. Wir kommen aus diesem großen Fehler, dass man Evangelisierung und Jüngerschaft oder Nachfolge auseinandergerissen hat. When God called Moses, it was not just for the sake of the children of Israel. Als Gott Mose berufen hat, da ging es nicht nur um die Kinder Israels in Ägypten. It was for Moses' sake. Es war auch um Moses willen. I will show you later in this afternoon's session. Ich werde nachher in der zweiten Nachmittagseinheit Folgendes versuchen zu zeigen. That 70% of congregational members, dass 70% der Gemeindeglieder are already carrying the name of someone to invite. In sich schon den Namen präsent haben und jemanden, den sie einladen können. They're just not going to do it. Sie gehen allerdings nicht hin und machen. But at least you know the reason why they're not going to do it. Jetzt wissen wir schon die Gründe, warum sie es nicht tun. This is about putting our faith where our fear and our doubts are. Is God going to turn up in the midst of all of this? Das ist der Punkt, wo es darum geht, dass wir den Glauben einsetzen, wo es um Furcht geht. Wir werden Gott in diese Gründe mit hineinziehen müssen. Indeed. There's a wonderful story of Gideon. Gibt es eine wunderbare Geschichte von Gideon. All of a sudden, the angel of the Lord appears. Da erscheint ihm plötzlich der Engel des Herrn. Here's Gideon threshing wheat in the barn for fear of the Midianites. Gideon drosch das Getreide irgendwo in der Kälte aus Angst vor den Midianitern. Does that sound familiar, that there could be fear at the beginning of the story of somebody who's going to become a hero of faith? Klingt doch ganz vertraut, dass Furcht am Anfang einer Geschichte ist von jemand, der dann hinterher einer dieser Helden des Glaubens wird. So the angel of the Lord says to Gideon, O mighty man of valor. Und der Engel des Herrn sagt zu Gideon, du mächtiger Held des Herrn. I don't think so. There he was, threshing wheat in the barn for fear. Ich glaube nicht. Der hat doch sein Getreide aus Angst irgendwo in einer versteckten Höhle gedroschen. But that is how God saw Gideon. Aber das ist genau wie Gott Gideon gesehen hat. And I think this is the same here. I think God is calling us and sees us as we are meant to be. Das ist eigentlich heute genau dasselbe. Gott ruft uns und sieht uns, wie wir eigentlich gemeint sind. Anyway, at least Gideon joins in the humour by saying, have you got the wrong address? Also Gideon hat dann auch irgendwo auf den Humorspur zurückgefunden und gesagt, du bist ja bei der falschen Adresse. Because I'm the least. Ich bin der Kleinste der Geringsten. And underneath all of this, we will find something much deeper. This is about the identity, a God-given identity of the inviter. Darunter finden wir etwas, was noch viel tiefer liegt. Es geht um die von Gott geschenkte Identität des Einladenden. So, fear is vision. Jetzt geht es darum, dass Furcht auch eine Vision ist. If I'm right with this is really important for us in our generation. Wenn ich damit richtig liege, dann ist das für uns in unserer Generation ganz entscheidend.
if you again look at the reasons that we haven't invited, they are all looking into the future. Wenn ich über die Gründe nachdenke, die hier genannt worden sind, dann schauen die alle nach vorne in das, was passieren wird. They'll think I'm crazy. Sie They werden won't denken, like ich bin it. verrückt, sie werden es nicht mögen, They'll say no. sie werden Nein sagen. It's a projection into the future. Eine Projektion in die Zukunft. God still gives vision to the church today. Aber Gott gibt eine Vision für die Kirche, die Gemeinde heute. We just turn it into fear. Und wir haben daraus Furcht gemacht. We can see into the future, but we just come to the wrong conclusion. Wir denken, wir könnten in die Zukunft schauen, aber wir kommen zu den falschen Schlüssen. Now there are two Hebrew words for fear. Es gibt unter den vielen zwei besondere hebräische Worte für Furcht oder Angst. Well, there are more than two, but two I want to concentrate on. Es gibt noch mehr, aber ich konzentriere mich jetzt auf zwei. The first word is pahad. Pahad. That, roughly translated in English anyway, is panic. Wenn man das so einigermaßen grob übersetzt ins Englische, dann heißt es Panik. But this other word, nara, a Hebrew word here, aber das andere Wort, Yireh, that translated is hang about a minute, I'm about to do something, said the Lord. Das ist ins Englische übersetzt etwa so, bleibt mal eine Minute ruhig, ich bin gerade dabei, das Problem zu lösen, sagt Gott. For example, nara is used when the children of Israel are on the lip of the Red Sea. Hira wird benutzt, als die Kinder Israels an der Kante des Roten Meeres standen. Pharaoh is coming towards them. Pharao drückt ihn von hinten auf die Pelle. And Moses says, Mose sagt, don't be afraid, using nara. Fürchtet euch nicht. And I think, as I've seen it around the world, ich denke, so habe ich es auch ganz überall auf der Welt wieder entdeckt, that when God nudges us, prompts us to invite someone or to actually kind of do something that we're not comfortable with, wenn Gott uns versucht dazu zu kriegen, dass wir jemanden einladen und uns eine Situation kriegen will, in der wir uns nicht so wohl fühlen, we can either pahad or know that God is with us. Dann können wir entweder uns auf die Pachat-Linie setzen oder wir können wissen, Gott ist mit uns. Don't Be Afraid is one of the greatest good news stories that our generation is yet to hear. Fürchte dich nicht, das ist eine der wunderbarsten Botschaften, die unsere Generation überhaupt hören kann jetzt gerade. A generation that's really struggling with something that was the word invented maybe 80 years ago, stress. Denn diese Generation, die kämpft mit etwas, was schon vor 80 Jahren Stress genannt wurde. Don't be afraid. Fürchte dich nicht. Is a beautiful good news message into that. Don't be afraid is brilliant, but it's not on its own, because very often fürchte dich nicht, ist eine wunderbare Botschaft für dich, aber das wird oft nur alleine gesprochen und es fehlt noch was. Very often it is accompanied with, for I am with you. Und meistens geht es zusammen mit, denn ich bin bei dir. So I am not bothered at all with these reasons. Ich wollte mich jetzt nicht aufregen über diese Gründe. Because I know that God is with us. Weil ich weiß, Gott ist an unserer Seite. Whenever fear is implicated in the reasons, I know God is with us. Überall, wo das von Furcht durchsetzt ist, da weiß ich bin mit euch, sagt Gott. Let me give you another Bible example as to why I think fear is vision. Noch ein Beispiel aus der Bibel, warum ich glaube, dass Furcht Vision bedeutet. The 12 spies went to spy in Canaan. 12 Kundschafter wurden ausgesandt, um Kanaan auszukundschaften. All 12 saw exactly the same thing. Alle 12 sahen genau dieselbe Situation. 10 came back and said, they're blooming big over there, we've got no chance. 10 kamen zurück und sagten, sie sind sowas von gewaltig, wir haben überhaupt keine Chance.
2 came back and said, they are big over there, but no problem, God is with us. 2 kamen zu und sagten, ja, stimmt, die sind ziemlich groß da, aber kein Problem, Gott ist mit uns. Just for a few seconds, can I just get excited about Christianity, just for a few seconds? I will get back to being normal in a minute. But blimey heck, I mean, God is with us. Können wir mal einen Moment uns wirklich darüber freuen? Ja. Wir werden gleich wieder normal, aber können wir das einfach mal wahrnehmen, Gott ist mit uns. When people say to me, oh, you know, I couldn't invite somebody to church. Wenn Leute zu mir sagen, ich kann doch keinen zur Kirche einladen. But when I was a young boy, I was told Als ich ein Jugendlicher war, hat man mir gesagt, that when we meet in our act of worship, wenn wir uns zum Gottesdienst zusammenfinden, that God would dwell amongst the praises of the people. dann wohnt Gott über den Lobgesängen seines Volkes. So, logically, Logisch, if God is dwelling amongst the praises of the people, wenn Gott über den Lobgesängen seines Volkes wohnt, if God is with us, wenn Gott mit uns ist, why would we not invite warum laden wir nicht dazu ein? into the presence of God? In die Gegenwart Gottes. Oh, I know. I know. Actually, we don't believe that God is with us. Wahrscheinlich, weil wir das doch nicht irgendwie glauben, dass Gott mit uns ist. All the best in changing your Gottesdienst. All the best. Alles Gute, wenn Sie Ihre Gottesdienste verändern und das verbessern. But Aber God is with us. Gott ist mit uns. It just makes an incredible difference when we actually believe that God is with us. And even if someone says no, Das macht einen entscheidenden Unterschied. Unglaublich, wenn wir das einfach glauben, Gott ist mit uns. Auch wenn jemand sagt, nein, God is with us. Gott ist mit uns. I'm back now. I'm normal. Kommen wir auf den Boden zurück. I know invitation is not intellectually challenging at all. Ich weiß, Einladen, das ist jetzt keine besondere intellektuelle Herausforderung. But God is inviting us to invite in our, what I would call, discomfort zone. Aber ich weiß, Gott lädt uns ein in eine Situation, was für uns ungemütlich wird. D.L. Moody, a Baptist preacher, said, "The gift of faith is a hint we might have to use it." Moody, ein baptistischer Prediger, hat mal gesagt, das Geschenk des Glaubens ist ein Hinweis, dass wir es auch anwenden sollten. Fear and faith both believe that something that hasn't happened is going to happen. Furcht und Glauben glauben beide, dass irgendetwas, das noch nicht passiert ist, sich ereignen sollte oder wird. They're very closely aligned here. Very closely aligned. Die beiden Sachen sind ganz nah beieinander. Fear is faith. Furcht ist Glaube. It's just faith in the wrong thing. Es ist nur Glaube an die falsche Sache. Fear makes us believe in the worst case scenario. Furcht führt dazu, dass wir an die schlechteste aller Möglichkeiten glauben. Fear makes us believe in the worst case scenario. Furcht führt dazu, dass wir an schlechteste Möglichkeitsszenario glauben. I'm begging you now, please be as interested in the inviter as the invited person. Deswegen bitte ich Sie noch einmal, seien Sie genauso interessiert an den Einladenden wie an denen, die eingeladen werden sollen. Because this is a fantastic opportunity Das ist eine wunderbare Möglichkeit, to turn fear into faith. dass aus Furcht Glauben werden kann. If you would like to research a little bit more in this area, I've brought 2 books with me. The first one is Unlocking the Growth, and in that book you will see, in English unfortunately, the 12 reasons we don't invite. And
you've nailed most of them there. They're. And I wrote that about 5 or 6 years ago, just to show that essentially we're saying the same thing. Wenn Sie noch ein bisschen mehr von der Forschung vertragen können. Das linke Buch, Unlocking the Pros, da sind die 12 Gründe für, warum wir nicht einladen. Die meisten haben Sie auch schon genannt, aber da sind sie alle nochmal auf, langsam leider auf Englisch, aber das ist nun mal so. Also in that book is about inviting people to stay. You know, so once you've invited them once, how do you invite them to stay? So there's lots on welcome, lots on the Gottesdienst. Und da gibt es auch einen ganz großen Teil darüber, wie man Leute dazu kriegt, dass sie bleiben, wenn sie mal eingeladen worden sind. Es geht also auch in den Gottesdiensten. Also, there is a chapter on the 12 steps of kicking the habit of being an uninviting church. Und da gibt es auch ein Kapitel darüber, wie man diese Haltung los wird, dass eine Gemeinde eigentlich nicht einladend ist. I've had to sign the church up to a 12-step program. Ich nenne das 12-Schritte-Programm. And then the second book here is Creating a Culture of Invitation in Your Church. Das zweite Buch mit dem Titel Eine Kultur der Einladung in deiner Gemeinde schaffen. And in that book is my latest research and some of the best practice in terms of becoming a culture of invitation. Da ist meine Forschung drin und einige sehr schöne Beispiele dafür, wie in solch einer Kultur der Einladung Platz gibt. For those of you who are interested in my ongoing research as I go around the world, und für die gerne mehr hören wollen von meiner Forschung, wie die in der Welt weitergeht, virtually every day I will write a blog and tweet something about the subject. Und da schreibe ich fast jeden Tag einen kleinen Blog weiter und einige Twitter-Meldungen über die Ergebnisse. This afternoon, what I will do is I will go a little bit deeper into findings. Heute Nachmittag werden wir ein bisschen tiefer bohren bei einigen Ergebnissen. And I will then show you some of the best practice of what church leaders are doing to combat this. Und wir werden einige Beispiele davon hören, was Gemeindeverantwortliche tun, um mit diesem Problem umzugehen, die Furcht zu bekämpfen. And so we will, I'll leave it here. Soweit sind wir für heute jetzt durch.